Clemens hat alle Spiele gewonnen. Ich glaube, dass der Backflip gar nicht so schwer ist, sondern dass es eher um die Überwindung geht bei dem Trick. They keep on saying, we'll find your straight way, 24 hours a day. Max Lemke, Kanu-Rennsport. Wir sind momentan in der Türkei, genauer gesagt in Belek, Antalya, für ein Warmwassertrainingslager, so nennen wir das. Bei uns machen wir eigentlich jeden Winter. Die letzten Jahre waren wir immer in Florida, aber die momentane Lage hat es nicht zugelassen, nach Florida zu fliegen. Und deswegen sind wir hier, waren im Herbst das erste Mal da und sind eigentlich ziemlich zufrieden mit den Trainingsbedingungen hier vor Ort. So, dann sind jetzt mal alle da. Erst einmal einen schönen guten Morgen. Wie ich sehe, sind alle erstmal gut hier angekommen. Das Ziel des Trainingslagers ist, erstmal auch die Grundlagen weiter zu verbessern. Das ist quasi das Grundgerüst, worauf wir dann im Laufe der Saison aufbauen. Danach folgen dann langsam jetzt mehr Belastungen auch, höhere Intensitäten, dass wir uns ein bisschen an die Belastungsbereiche herantasten, die wir dann letztendlich im April bei den ersten Rennen auch haben. Heute Morgen haben wir angefangen erstmal mit einer kleinen Erwärmung. Danach haben wir 10 Kilometer G1 gemacht, also das bedeutet so ungefähr bei 150 bis 160er Puls 10 Kilometer fahren. Danach mit einer kleinen Laktatkontrolle, um zu schauen, ob wir auch im richtigen Bereich gefahren sind. Die zweite Trainingseinheit war dann mit einem Widerstand, also das muss man sich vorstellen wie so ein bisschen Krafttraining auf dem Wasser, wo man einen kleinen Tennisball drunter hat, dass man einfach mehr Widerstand als normalerweise hat. Und ziehen! Und ziehen! Aber immer kurz so. Dann oben an. 7, 8 und 7, 10. Aber lang und weg. Zack. Zack. Gut so. Als nächste Einheit steht jetzt nach der Mittagspause eine Krafteinheit an im hypertrophischen Bereich. Wo wir so 8 bis 10 Wiederholungen eine Stunde lang machen und danach gehen wir noch mal eine Dreiviertelstunde aufs Wasser und versuchen noch mal ein bisschen Techniktraining zu machen. Also für ich speziell muss sagen, dass mir letztes Jahr gezeigt hat, dass ich im Winter noch einige Fehler gemacht habe in der Vorbereitung, was jetzt vielleicht auch teilweise die Trainingsumfänge angeht. Also ich habe diesen Winter im Vergleich zum letzten Winter noch mal deutlich die Trainingsumfänge erhöht. Und ja, man sieht einfach, dass die anderen auch nicht schlafen und dass man doch vielleicht noch ein bisschen mehr investieren muss. 1, 2, 1, hopp! Und wenn du alleine trainierst, dann gehst du natürlich nicht jetzt über deine körperlichen Grenzen hinaus, wenn du in einer Gruppe trainierst, wie jetzt bei uns, die noch dazu auch ein generell sehr hohes Niveau hat. Also wenn man sich die Ergebnisse von der letzten Weltmeisterschaften anguckt, wo auch unser zweiter Vierer jetzt auf einer nicht-olympischen Strecke Weltmeister geworden ist, sieht man schon, dass auch die Leute hinter uns, sag ich mal, uns im Nacken hängen und auch hervorragende Leistungen bringen. Und das spornt dann natürlich weiter an, im Training mehr als 100% zu geben, dass man da auch weiter sich quasi verbessert. Und was man im Training leistet, macht es dann halt im Wettkampf einfacher. Max 62. Tobi die Hände oben halten, vor allen Dingen die linke vorne. 61. Also in den letzten 3 Jahren haben wir eigentlich immer an uns selbst gearbeitet. Also wir haben immer wenig auf andere Leute geguckt, haben immer geschaut, wie wir uns persönlich oder uns als Boot weiterentwickeln können. Und das war auch das, was uns in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht hat, dass wir nicht viel nach anderen geguckt haben, sondern immer versucht haben, unsere eigenen Sachen zu entwickeln.
Und das Ziel für Olympische Spiele ist ganz klar, die Goldmedaille zu gewinnen. Lara Lessmann, BMX Freestyle. Guten Morgen. Das ist eine Schnitzelgrube, wo man Tricks rein üben kann, wo es halt dann nicht ganz so weh tut. Und das heißt Foam Pit. Heute haben wir ganz viele Backflips abgefilmt und das ist ein Trick, den ich sehr gerne können würde und auch schon geschafft habe, aber noch ein bisschen unsicher bin. Beim Backflip denkt man schon, dass man sich irgendwie klein machen muss und rückartig nach hinten ziehen muss, aber das ist gar nicht so. Man fährt eigentlich nur mit der Rampe mit, lehnt sich ein bisschen nach hinten und der Rest passiert eigentlich von alleine. Und man muss halt immer stabil auf dem Fahrrad bleiben und sich selber vertrauen, dass man es auch schaffen kann. Ich glaube, dass der Backflip gar nicht so schwer ist, sondern dass es eher um die Überwindung geht bei dem Trick. Also man merkt, dass man irgendwie zu schnell oder zu langsam den Backflip angedreht hat, kann man sich natürlich irgendwie kleiner oder auch länger machen, damit man bei der Landung perfekt landet. Das hatte ich zum Glück noch nicht, aber ich glaube schon, dass man, wenn man den Trick geübt hat, auch besser beherrschen kann und das kontrollieren kann. Aus dem Foam Pit raus gibt es verschiedene Varianten. Meine Variante wäre, das Fahrrad vor mich hinzustellen, aufs Fahrrad zu klettern und dann rauszuspringen. Ich glaube, ein Trick, den ich geübt habe im Foam Pit, wäre Ready, wenn ich den ungefähr 3-mal hintereinander geschafft habe und mir auch wirklich zu 100% sicher bin, dass ich das auch wirklich schaffen kann. Eigentlich ist man nie bereit. Ich glaube, dass Freunde oder der Trainer einen motivieren können, das auch trotzdem so zu schaffen. Aber oft ist es Kopfsache, ob man auch wirklich bereit ist, auch wenn man sich unsicher ist, wenn man den Trick ins Foam Pit geübt hat. Julius Tole, Clemens Wickler, Beachvolleyball. Ja, wir sind gerade auf Fuerteventura im Trainingslager. Ist jetzt schon unser 3. Trainingslager in diesem Jahr hier. Also quasi die 2. Heimat neben Hamburg. wir waren in den letzten 3,5 Jahren, in denen wir jetzt zusammenspielen, sicher schon 13, 14 Mal hier. Ich glaube, die Bedingungen sind nahezu optimal, sind so um die 20 Grad, wirklich ein bildschöner Strand und ja, kommen immer wieder gerne her. Wobei Insel kennen, das war so ein bisschen dahingestellt. Wir kennen Den Strandabschnitt. Genau, den Strandabschnitt. Den kennen wir sehr gut. Und ja, so 500 Meter nach rechts und links haben wir uns auch schon mal bewegt. Wir bereiten uns, wenn man es größer denkt, auf jeden Fall auf die Olympischen Spiele in diesem Jahr vor. Aber jetzt speziell bei diesem 3. Trainingslager geht es auch um die Turniere in Mexiko, wo wir dann am 12.04. hinfliegen. Also ist es jetzt nochmal eine Vorbereitung auf diese 3 Turniere, aber größer gedacht auf jeden Fall auch die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. No way. No way. Das ist ein neues Format in Deutschland. Eine Art Davis Cup, also vergleichbar mit dem Davis Cup im Tennis.
Das lief so ab, dass 2 Teams pro Nation jeweils gegeneinander gespielt haben. Also alle Teams aller Nationen gegeneinander. Und insgesamt waren 4 Nationen dabei, also eine Art Ligasystem. Teams bei den Männern waren aus der Schweiz, aus Österreich und aus Holland da. Also auch wirklich international sehr, sehr starke Teams. Unter anderem Brauer Mösen, ehemalige Weltmeister 2013. Die waren gar nicht dabei. Fahrenhaus Van der Velde. Aber wirklich die wollten aber mitspielen. Die wollten mitspielen, aber die waren nicht dabei. Aber wirklich gute Teams. Und das Problem während Corona ist eben, dass wir wenig Wettkampfpraxis haben, wenig Turnierformate und deswegen war es eine schöne Möglichkeit für uns, uns da zu messen. Das ist Killer-Aufschlagsniveau, was Alex Forster gerade gemacht hat. Hat Julius gerade in die Hand geschlagen, Ja. bevor er dann schlägt? Macht er ganz oft. Wirklich? Ja. Also ich meine, ich finde ja schon diesen Niklas Rudolph, ich hau noch mal in die Hand vom Bamstedt, der ist ja schon, aber schlagen, bevor man dann hochgeht, und das ist krass. Also ich muss dazu sagen, dass wir davor im Trainingslager hier auf Fuerteventura waren und ich kam nicht verletzt zurück, aber leicht angeschlagen. Deswegen habe ich die ersten Spiele nicht mitgespielt. Da hat Julius dann mit dem Danion gespielt. 2 Asse in Folge würden reichen. Hat er vorhin auf jeden Fall schon mal abgeliefert. Das ist ein Das ist Ass bockstarker Nummer 1. Aufschlag. Das ist ein bockstarker Aufschlag. Da hat Marco keine Chance. Habe teilweise kommentiert. Meistens machen sie einen Kommentator und einen Experte. Und da durfte ich auch mal den Experten spielen und da ein bisschen meinen Senf dazugeben. Feldstark, das ist Nummer 2. Das ist überragend von Julius. Julius macht einmal schnell den Rucksack auf. Dan setzt sich rein und wir gehen in den Tiebreak. 21:18. Ja, das ist einfach auch taktisch extrem gut von Julius. Bringt einen schnellen Aufschlag auf den Körper, der auch noch wegzieht, flattert als nächstes einen fallenden. Nee, ich konnte es leider nicht hören. Wahrscheinlich viele Sprüche, meist auf unsere Kosten. Also eigentlich das, was ich auch auf dem Feld gewohnt bin. Insofern keine große Änderung. Am letzten Tag habe ich dann auch mitgespielt und da ging es erstmal. Clemens hat alle Spiele gewonnen. Also ich kam dann frisch rein, während die anderen alle schon so am Zahnfleisch gekrochen sind am letzten Tag. Kam ich dann ganz spritzig rein in das Turnier. War natürlich ein großer Vorteil für mich. Ja, und der nächste schöne Cut von Clemens Wickler hinterher. Natürlich schön, dass wir am Ende nochmal zusammen auf dem Feld stehen konnten und auch noch 2 Siege, da den Julius noch mal ein bisschen durchziehen konnte. Clemens Wickler bekommt eine zweite Chance. Oh, Gönnt die Strebe. Oha! Fliegt durch alles durch. Fliegt durch alles durch. Aber Clemens Wickler macht den Deckel drauf. Was war für das ein für ein Ding, Matchball. ey? Oh mein Gott.